Opa? Ich bin oben, Kinder. Kommt hoch. Ach, hier bist du. Setzt euch doch. Was gibt es denn? Kannst du uns eine Geschichte erzählen, Opa? Aber natürlich. Wollt ihr die Geschichte hören, wie wir damals hierher gekommen sind? Oh ja, das klingt spannend. Macht's euch bequem. Habt ihr Hunger? Ja, ein wenig. Ja, ich auch ein wenig. Reicht euch etwas Brot? Hier, bitte sehr. Danke, Opa. Danke. Also, wie geht die Geschichte los? Damals lebten wir alle in einem kleinen Dorf. Es mangelte uns an nichts. Wir hatten ein ganz normales, friedliches Dorfleben. Unser Dorf umspannte einen ganzen Berg. Wir hatten Felder und jede Menge Tiere. Alles schien so friedlich. Doch eines Tages einige von uns sahen in der Ferne etwas Komisches. Es sah aus, als würde sich irgendetwas ausbreiten. Zuerst wussten wir nicht, was es war. Es kam mir doch sehr schnell näher. Zum Glück lebten wir auf einem Berg, sonst hätten wir es vermutlich gar nicht gesehen. Wir läuteten schnell die Alarmglocken, um die anderen im Dorf zu warnen. Danach begaben wir uns schnell zum Sammelpunkt. Zuerst wusste niemand, was genau los war. Alle waren auf einmal aufgebracht und verängstigt. Wir retteten zügig ein paar Tiere und begaben uns dann alle zum Treffpunkt. Jeder trug so viel, wie er nur konnte. Keiner wusste zu diesem Zeitpunkt genau, was da auf uns zukam. Es kam jedoch immer näher. Wir flüchteten schnell in unsere Höhle. Immer tiefer und tiefer, so weit es nur ging. Unser Dorf wurde kurz daraufhin von diesem Zeug heimgesucht. Alle Tiere, die wir an diesem Tag zurückließen, starben.
Was war nur dieses komische Zeug, welches damals euer Dorf heimsuchte? Wir wissen es bis heute nicht genau, jedoch nannten wir es nach diesem Tag Flux. Und wie ging es weiter? Nun ja. Wir rannten immer tiefer in die Höhle. Tage vergingen. Das Flux scheinte uns zum Glück nicht bis hierher zu folgen. Irgendwann stießen wir dann auf ein riesiges Gewölbe. Wir sahen eine unterirdische Quelle, die uns das Leben rettete. Da alle sehr erschöpft waren, entschieden wir uns dazu, hier ein neues Dorf zu errichten. Wir begannen also sogleich mit der Arbeit. Und es dauerte einige Jahre, diese Stadt zu errichten. Zum Glück habt ihr diese unterirdische Quelle gefunden.
Oh ja, und sogar Landwirtschaft konntet ihr in dieser Höhle betreiben. Ja, wir hatten sehr viel Glück. Also, soll ich weitererzählen? Oh ja. Oh ja, und wie ging es weiter? Die Jahre vergingen und neue Freundschaften bildeten sich. Neue Paare fanden ihr Glück. Alle konnten endlich wieder Spaß haben. Wir hatten genug zu essen und genug Arbeit für alle. Auf dem Marktplatz war immer sehr viel los. Unsere Stadt wurde immer größer und größer. Wir nutzten die Wasserkraft, um unser Getreide zu mahlen. Jedoch vergaßen wir nie den Tag, an dem uns das Flux heimsuchte. Wir trafen also Vorkehrungen, falls es je zurückkam. Hey, hört auf mit dem Essen zu spielen. Tut uns leid. Wie geht die Geschichte weiter? Jetzt kommt der traurige, aber spannende Teil der Geschichte. Wie wir schon vermutet hatten, kam das Flux mitsamt neuer Monster wieder. Auf diese schiere Übermacht waren wir nicht vorbereitet. Das Flux überrannte uns innerhalb von Minuten. Einige starben beim Versuch zu entkommen. Es kam so schnell, dass wir keine Zeit mehr hatten, die Alarmglocken zu läuten. Nur ich und ein paar Freunde konnten an diesem Tag entkommen. Und diese Flucht war sehr knapp. Wir flüchteten noch tiefer in die Höhle. Hinter uns breitete sich das Flux weiter aus. In diesem Moment kamen mir alle Namen derjenigen in den Kopf, die wir zurückgelassen hatten. Wir verloren also erneut alles, was wir aufgebaut hatten. Das muss sicher schwer gewesen sein. Wie seid ihr letztlich eigentlich entkommen? Eine gute Frage. Das war so. Wir rannten erneut bis zum tiefsten Punkt, den wir erkundet hatten. Jedoch war dieser Punkt
eine Sackgasse. Wir wussten erst nicht, was wir tun sollen. Den unerkundeten Teil der Höhle wollten wir eigentlich nur mit guter Ausrüstung betreten. Wir hatten jedoch keine andere Wahl. Und da geschah es. Nur durch Glück überlebten wir den Sturz. Wir schwammen an Land und sahen einen komisch aussehenden Altar mit einer Karte darauf. Plötzlich erschien ein Text vor uns an der Wand. Findet uns? Wen sollten wir finden und wer hat diese Karte hinterlassen? Nachdem der Text wieder verschwunden war, öffnete sich das zuvor verschlossene Tor. Wir hatten nicht wirklich eine Wahl, als das zu tun, was uns gesagt wurde. Diese Höhle war wirklich ein Labyrinth. Die Karte schien dort schon sehr lange zu liegen. Sie war sehr schwer zu lesen, weshalb wir uns des Öfteren verliefen. Alles in der Höhle sah nach alten Ruinen einer vergangenen Zivilisation aus. Ganze 2 Tage liefen wir durch das Labyrinth, bevor wir endlich an unser Ziel gelangten. Wir fanden einen großen Raum mit etwas, was ein Tempel zu sein schien. Als wir näher kamen, gingen überall die Lichter an. Wir stiegen die großen Treppen hinauf zum Portal.
wussten wir nicht, was uns auf der anderen Seite erwartet. In einem Punkt waren wir uns jedoch alle einig. Alles war besser als diese Welt. Wir zögerten also nicht länger. Weit und breit war niemand zu sehen. Wer hatte uns nur diese Karte hinterlassen? Diesmal konnte uns das Flux definitiv nicht mehr erreichen. Da waren wir uns alle einig. Wir begannen also ein letztes Mal, eine neue Siedlung zu bauen. Auf dass es die letzte sein möge. Und hier sind wir nun. Hat euch die Geschichte gefallen? Also ist alles noch einmal gut ausgegangen, Opa. Das kann man so sagen. Wollt ihr euch das Portal einmal anschauen? Oh ja, wo geht es lang? Folgt einfach dem Pfad vor dem Haus.